So Malachi means Malachi bedeutet messenger. Bote. Malachi means messenger, my messenger. Malachi bedeutet Bote. And the situation we have is the people and priests are disillusioned. Die Situation, in der wir sind, ist, dass das Volk und die Priester enttäuscht sind. They're cynical and disrespectful towards the covenant. Sie sind zynisch und respektlos gegenüber dem Bund. They don't trust in God. Sie vertrauen nicht in Gott. They don't care about the temple. Sie kümmern sich nicht um den Tempel. And they see no profit in serving God. Und sie sehen keinen Vorteil darin, Gott zu dienen. And neither are the priests so instructing the people. Und die Priester unterrichten das Volk auch nicht. And so this leads to oppression and injustice. Und das führt zu Unterdrückung und Ungerechtigkeit. So when people don't follow the law and God, it always leads to oppression and injustice. Da, wo Leute nicht dem Gesetz folgen, da führt es immer zu Unterdrückung und Ungerechtigkeit. And nothing has changed, we see that now. Und da hat sich auch nichts verändert, das sehen wir heute immer noch. And so the situation has also led to intermarriage Und die Situation hat auch zu Mischehen geführt and idolatry. und zu Götzendienst. And so the purpose of the book is to bring people back to the covenant. Und die Absicht des Buches ist, das Volk zurück zum Bund zu bringen. And bring people back to a right attitude with God. Und sie dahin zu bringen, eine richtige Einstellung gegenüber Gott zu haben. And so you get these 6 oracles or these 6 kind of conversations. Also habt ihr diese 6 Prophetien oder 6 Unterhaltungen hier. And so you get these kind of questions. Also habt ihr da Fragen? Like in 3 verse 8, should people cheat God? Yeah, you have cheated me. There's these conversations going on. Zum Beispiel in Kapitel 3,8 darf ein Mensch Gott betrügen, ihr habt nicht betrogen. Und da geht so eine Unterhaltung vor sich. And it says, but you said. Und dann steht da, aber du hast gesagt. And so the 6 conversations are about God's covenant for Israel. Und die 6 Unterhaltungen gehen Gottes Bundesliebe für Israel. And about the priesthood failing in their duty. Über die Priester, die in ihrem Dienst versagen. And about the marriage and the divorce. Es geht um Ehe und Scheidung. About justice. Um Gerechtigkeit. Tithing. Um Zehnten geben. And then the fear of God, or their lack of fear of God, and their need to fear God. Oder die Gottesfurcht, oder auch wie sie Gott nicht gefürchtet haben. And so they need to keep the faith. Und das Fazit ist, bewahrt den Glauben. And Malachi's message is that the Lord will return. Die Botschaft Malachis ist, der Herr wird zurückkommen. And so the people just need to be prepared. Und die Leute müssen dafür vorbereitet sein. And be faithful. Sie sollen treu sein und bereit. And you'll have all this PowerPoint, so you can. Do you want to write that down? Und ihr werdet all die PowerPoints bekommen, aber ihr könnt es auch aufschreiben. So you will have all this. Und ihr werdet es bekommen. We're doing well. Wir sind gut in der Zeit. Okay? Okay. So the comparison between Solomon's temple and Zerubbabel's temple. Wir haben hier den Vergleich zwischen Salomos Tempel und Zerubbabels Tempel. At the dedication ceremony with Solomon, Bei der Einweihung durch Salomo there were 142,000.
Da gibt es 142.000 Opfer. Sacrifices. Yeah, and then at Zerubbabel's temple there are 712. Und bei Zerubabels Tempel, da gab es 712 Opfer. And at Solomon's temple there was the Ark of the Covenant in the Holy of Holies. In Salomos Tempel war die Bundeslade, But with Zerubbabel's temple, the Holy of Holies is empty. aber bei Zerubabels Tempel ist das Allerheiligste leer. And in Solomon's temple, the glory of God fills the temple. Bei Salomos Tempel hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt. And in Zerubbabel's temple, there is no cloud of glory filling the temple. Aber in Zerubabels Tempel gibt es keine Wolke, die die Herrlichkeit darstellt. And with Solomon's temple, the temple stood for 380 years. Salomos Tempel bestand für 380 Jahre. And with Zerubbabel's temple, it stands for 496 years. Und Zerubabels Tempel bestand 496 Jahre lang. And then Herod starts to rebuild and make it into something very glorious. Und dann kommt Herodes und macht es zu was Pompöserem. Glorious in the terms of worldly building, Also besonders und ruhmreich im weltlichen Sinne. but the true glory only comes when Jesus arrives. Aber der wahre Ruhm kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. And he arrives as a baby. Und er kommt als ein Baby. And so there's silence for 400 years, Also sind wir jetzt in der Zeit der Stille für 400 Jahre. and this is called the intertestamental period. Und das heißt die zwischentestamentliche Zeit. And there are no prophets during this time. Da gab es keine Propheten in der Zeit. And some prophets describe this time as a time when the Spirit was quenched. Und manche Propheten beschreiben es als eine Zeit, wo der Geist gedrückt war. So God is silent, but there's still a lot going on. Also Gott ist still, aber da geht noch viel vor sich. Does anyone have any questions before we go into the intertestamental period? Hat jemand Fragen, bevor wir zur zwischentestamentlichen Zeit kommen? Do you want to have a stretch? Wollt ihr eine Stretchpause haben? Who does? Thanks, Noah. Yeah, all just helping you out. You've been a big help. You have no idea. I know. You're I such have a no blessing idea. to so many. Burns, it's so cute. Oh, so many. You're getting hot, apparently. Oh. Maybe it's better when they know what we do in the break. Yeah. The internet, the whole internet is Look watching. at Dr. Simon Brock today. We need to be careful what we do. Yeah. You say Bring ein bisschen Luft rein, right? Meine Duftgrößen sind gerade eingefügt. Hey, what? Hast du es gemerkt? Wir haben alle angefangen zu lachen, als Junge. Was war das? Weil wir es nicht gewohnt sind, eigentlich. Sie wollen das nicht rausgeschickt. Oder was? Use that cord. Use that cord. Use that cord. Bring yourself back up. Bring yourself back up. I love that we sort of like, I You have can do it. You got amazing legs, but you can do it. Get your core back up. Come on. Come on, you can do it. Come on. Come on. Come on, do it. Do it. Do it. There you go. Was war ungewohnt, dass ich rauskomme? Yes, sir. Ich müsste mich ein bisschen einprogrammieren. Sir, what are you doing? Helping me in fire, sir. Hey, du bist eine Prinzessin? Ja. Immer. Oh yeah. We were in the base. Who's house? It's a very mature group. Oh boy. Basically, Cozy's house, and then you walk in the street and you run west. Okay, I was like, that's horrible. Everyone has so much experience. We should go. Let's go. Let's go next year. Sollen wir weitermachen? Tasty. You're like crying. So
we're just going to cover this 400 years now. Wir werden jetzt durch die 400 Jahre gehen. Just like that. Auf die Ohren. They will start again. So we've got to be a big silent, there's a lot of noise going on. That's why we They finish. close the door now. Just like. Wir haben bei großen Lautstärken. And it's going on with the rise and the fall of empires. Und jetzt kommen wir zu dem Aufstieg und dem Fall von Weltmächten. And it's during this time that Persia falls Das ist in der Zeit, wo Persien auch besiegt wird and Greece rises as predicted by Daniel. und Griechenland Aufstieg wird von Daniel vorhergesagt. So this isn't recorded in the scriptures, Das können wir nicht in der Bibel nachlesen. but there is a book of Maccabees called the book Maccabees that does talk about it. Aber da gibt es das Buch der Makkabäer und das spricht darüber. And that's in the Apocrypha. Und das ist in den Apokryphen. So you can read about some of this in the Apocrypha. Also können den Teil davon in den Apokryphen lesen. And also prophetically in the book of Daniel. Und prophetisch auch in dem Buch von Daniel. He talks of the kings of the north and the kings of the south, Er spricht über die Könige des Nordens und des Südens. and we'll cover that here. Und wir werden darüber jetzt sprechen. So Persia lasts for another 90 years or so Persia herrschte noch etwa 90 Jahre, until Greece comes and conquers. bis Griechenland kam und es besiegte. So this is Macedonia, Das ist Mazedonien. or Macedon. Mazedon. And in the 4th century BC, Im 4. Jahrhundert vor Christus this was a small kingdom. war das ein kleines Königreich. Here we have Persian Empire and here we have Greece. Da ist die persische Weltmacht und da die griechische. And in 359 BC, Philip II came to the throne. In 359 vor Christus wurde Philipp II. König And he started to take over and command parts of Greece. und er hat auch Teile von Griechenland übernommen. He defeated Athens Er hat Athen besiegt and Thebes. und Thebes. And then he established a federation of the Greek state. Und er hat das griechische Land. So he elected himself as commander-in-chief. Das griechische Land gegründet, wo er der Kommandeur und der Chef war. So Philip II was like Greece, He's Macedonian. or he's Macedonian and conquered Greece. Yeah, yeah. He's sort of Greek. Macedonia is just a Yeah. small kingdom at this Did you say time. it's the same? What? Mazedonien war damals nur ein kleines Reich. Anna said it's the same. No, it's not. You didn't get the end of the sentence. So he's got some of How Greece, did I know? Er hat einen Teil Griechenlands eingenommen, but before he could achieve victory, bevor er den Sieg errungen hat, he was assassinated by a bodyguard. wurde er von einem No. Bodyguard umgebracht. Really? And this is about 336 BC. Und das war ungefähr 336 vor Christus. And his son Alexander III, known as Alexander the Great, takes over. Und dann wird sein Sohn Alexander III. König, der ist auch als Alexander der Große bekannt. So this little Macedonia has taken over and conquered Greece. Also dieses kleine Mazedonien hat auch Griechenland erobert und eingenommen. And it's united Greece. And he's put himself as in charge. Also ist das jetzt, gehört es dazu und er selber war auch dafür verantwortlich. And then he's assassinated and his son Alexander III, Alexander the Great, Also wurde Philipp ermordet und sein Sohn Alexander der Große, becomes king. er wird König. And have you heard of Alexander the Great? Habt ihr schon von dem gehört? Was he great? He was He great. was. Yeah, he was great. Call it. You're a genius. Whoa. So Look at him here go. he is. Das ist So huge.
Oh my gosh, okay. He wanted to conquer more. So he was 20 years old when he came He into doesn't the look throne. like Trump's dog. Er war 20 His Jahre troops alt. was all complaining. And he spent most of his time in battle. Would stop. Er war 20 Jahre alt, als er auf den Thron kam und er hat die meiste Zeit im Kampf verbracht. And he created one of the largest empires. Und er hat eines der größten Weltmächte erobert. And he eventually broke the power of the Persian Empire. Und er hat die Macht des persischen Königreiches gebrochen. And this happened in 330 BC. Und das ist in 330 vor Christus passiert. So he overthrew King Darius III of Persia, Und er hat den König von Persien besiegt. and in his short time, Alexander the Great brought the world under submission to Greece. Und in der kurzen Zeit hat Alexander der Große die Welt unter die Herrschaft von Griechenland gestellt. So here, he took over all this. Er hat all das erobert und übernommen. And then he died in Babylon Und dann ist er in Babylon gestorben. in 323 BC. In 323 vor Christus. Bless you. Sorry. Forgive me. So in 12 years he achieved all the great things. He's not living anymore. Shame, man. So I was hoping to meet he Alexander had a teacher called Aristotle. I can give you good odds. I think that has to be It's not unlike Hitler or Alexander something. had a teacher called Aristotle, Alexander hatte einen Lehrer, der hieß Aristoteles. who was a philosopher. Er war ein Philosoph And he convinced Alexander und er hat Alexander überzeugt, that he could rule and unite the world dass er regieren könnte und die Welt zu einer Einheit machen kann, if everyone who he conquered would love the Greek culture and adopt it. wenn nur jeder, den er erobert hätte, die griechische Kultur lieben würde und sie annehmen würde. And Aristotle seemed to be right. Und Aristoteles schien recht zu haben. And so people adopted the Greek culture. Also haben Leute die griechische Kultur übernommen. So he promoted Greek culture and language Also hat er die griechische Sprache und Kultur weitergegeben and religion. und auch die Religion. So the whole of the empire started to have a language of Greek, which is why in Judea Und das ganze Reich hat dann Griechisch gesprochen und deshalb haben wir auch in Judäa, although the Jews spoke Aramaic, obwohl die Juden Aramäisch gesprochen haben, in the first century it was also Greek which was widely spoken. gab es auch Griechisch im 1. Jahrhundert, was sehr verbreitet war als Sprache. So the process of promoting Greek culture was called Hellenization. Und wie diese griechische Kultur Einfluss hatte auf alle anderen, das nannte man Hellenisierung. And it was met with strong opposition from the Jews. Aber da gab es einen großen Widerstand durch die Juden. How do you spell that? Colonization? Wow, Emma. That was very helpful, Emma. I can't stay mad at you when you're laughing like that. Your face turned all red and it's really cute. Yeah, okay. Hellenisierung. It'll just do it for Hellenisierung. You just Hellenisierung. throw a bunch of letters in there. You're gonna do something for you. Oh, it's got a Z. Oh, Sorry, what's that. Uh-oh. Z. Mine did. Hellenisierung. Oh, I knew that. Are you sure? Yeah, throw it in. Okay, Out the window. Well, Right, there's nobody underneath it. it's Google translating me back to with an S. well, that's because it's Canadian and you're trusting Wikipedia. No, autocorrect. No. Yeah, if you want to correct it will come up. Good for you! So I mean, I tried. Hellenization. So
So the Jews could observe their laws, Die Juden konnten ihre Gesetze beobachten and they did have exemption of tax during their Sabbath years, so they could keep to their laws. und sie konnten sich an ihre Gesetze halten. Also im 7. Jahr mussten sie auch keine Steuern zahlen. However, the world was changing, so it was becoming more Greek. Aber die Welt hat sich geändert um sie herum und sie wurde mehr von dem Griechischen geprägt. Alexander built Alexandria Alexander hat Alexandria aufgebaut, in Egypt, which is named after him, also eine Stadt in Ägypten, die wurde nach ihm benannt. and he encouraged Jews to live there, Und er hat die Juden ermutigt, da zu leben. and he gave them some of the same privileges as the Greeks there. Und er hat ihnen die gleichen Privilegien gegeben wie den Juden. So Jews outside of Judea spoke Greek, Die Juden außerhalb von Judäa haben Griechisch gesprochen. and this Greek conquest led to the translation of the Hebrew Torah into Greek. Und die griechische Eroberung hat auch dazu geführt, dass die Tora ins Griechische übersetzt wurde. And it's called the Septuagint. Und das heißt die Septuaginta. And this happened around 250 BC. Das ist im Jahr 250 vor Christus passiert. So the Jews had a translation of their scriptures in the Greek language. Also hatten die Juden damals eine griechische Übersetzung der Bibel. Der Tora. So the translation served the Jewish settlement, and it was used exclusively by the early church. Diese Übersetzung wurde also von einigen Juden und auch von der ersten Kirche benutzt. So we had Greek culture and language and religion still dominating the New Testament as we go into the New Testament. Also haben wir im Neuen Testament griechische Sprache, Kultur, die das alles dominiert. So even though the Roman Empire comes and conquers Greece later, they're still very Greek in their thinking. Also auch wo das Römische Reich kommt und das Griechische erobert, sind die Leute trotzdem noch ziemlich griechisch und Griechischen geprägt. So Alexander then dies when he's age 33, Alexander der Große stirbt also mit 32 and he doesn't designate a ruler. und er stellt keinen neuen Führer ein. So there's no one person who is going to follow him as king. Da gibt es keine Person, die ihm als König folgt. He's quoted as saying, "Let the strongest rule." Also er würde sagen, lass den Stärksten regieren. So his kingdom splits into 4 kingdoms. Also ist sein Königreich in 4 aufgespalten worden. So now there are, in a sense, 4 kings over different areas. Jetzt sind da also 4 Könige in verschiedene Bereiche. We have someone called Lycinicus who rules Turkey. Wir haben jemanden, der heißt Lycinicus, der hat in der Türkei regiert. Cassander who rules Greece. Dann hatten wir Kassander, der hat in Griechenland regiert. And I'm going to focus on the 2 main ones that we're going to look at. Und ich werde jetzt auf den 2 hauptsächlichen auf die mich beziehen. And they're Ptolemy, Und das war Ptolemäus, who rules over Egypt, der hat in Ägypten regiert. and Seleucus over Syria. Und Seleukos, der hat über Syrien regiert. So these were all generals Und das waren alles Generäle, who worked with Alexander. die vorher mit Alexander gearbeitet haben. And Ptolemy is the king of the south, Ptolemäus ist der König des Südens, because Egypt is in the south, denn Ägypten ist im Süden. and yeah, here we go, the arrow. Da sind die Pfeile. And then Seleucus is the king of the north, Und Seleukos war der König des Nordens, because he's in Syria, which is the north. denn er war in Syrien und das war der Norden. And you can see the kings of the south and the kings of the north in Daniel. Und ihr konntet die Könige des Nordens und des Südens bei Daniel schon erkennen. And so it's thought that this is what Daniel is referring to. Deshalb denkt man, dass das ist, worauf sich Daniel bezieht. Are you all right? Are you all clear? Passt das für euch? Ist es klar? So then Antiochus the Great Antiochus der Große is the 6th ruler of the Seleucid Empire,
ist der 6. Herrscher der Seleukiden, So Syria in the north, also von Syrien im Norden. and he rules from 222 to 187 BC. Er regiert von 222 bis 187 vor Christus. And he defeats the Ptolemy dynasty. Und er besiegt die ptolemäische Dynastie. So now it's just the Seleucid. Also haben wir jetzt nur noch den seleukidischen König. And he takes control and captures Palestine. Also er übernimmt auch Palästina. And this happens in 198 BC. Das passiert in 198 vor Can Christus. you repeat that, please? Yeah. Sorry, I was just gonna ask what his name was. Oh, okay. Antiochus the Great. Antiochus der Große. Antiochus. Antichus. And he's the 6th ruler of the Seleucid Empire. Er ist der 6. Herrscher des Seleukidischen Reiches. So he takes control of the empire and he captures Palestine. Er übernimmt die Kontrolle über das Reich und er erobert Palästina. And then he invades Greece as well. Und er erobert auch Griechenland. And this is in 192 BC. Und das ist in 192 vor Christus. And then you've also got the Romans who are at the rise. They're not been doing much recently, but they're on the rise. Und zu der Zeit sind auch die Römer am Aufsteigen. Also da ist zwar noch nicht viel, aber sie steigen langsam auf. And so they come up against him and he has to withdraw. Und sie sind gegen ihn vorgegangen, aber er musste sich zurückziehen. And then there's war between these Seleucids and these Romans. Und da gibt es Krieg zwischen den Römern und den Seleukiden. And this happens from 192 to 188 BC. Das ist in der Zeit von 192 bis 188 vor Christus. And then he dies, Dann stirbt er. and Sorry, his what year did they war? 192 to 188 BC. And who died? Antiochus the Great. 2 to 1 what? So Antiochus the Great is this king of the Seleucids, Antiochus der Große, der König der Seleukiden, der stirbt jetzt. and he has wars with the Romans, Da ist Krieg mit den Römern. and then he dies and his son comes to power. Dabei stirbt er und sein Sohn kommt an die Macht. Okay? Yes? Is there any special reason why they have war? They're always having war. Okay, I just wanted to have more. It's like today. Yeah. Das ist so. Sind alle nicht zufrieden, weil alle mehr haben? Nothing they were inside. Ich mir meiner Meinung. Antiochus' son was actually a political hostage with the Romans. Antiochus, der Sohn, der war ein politischer Geisel. Geisel von den Römern. So Antiochus the Great had a son and he was captured by the Romans. Und Antiochus, der Sohn, der war eben von den Römern gefangen genommen. And then there was a peace treaty, Dann gab es ein Friedensbündnis. and the father died, and Antiochus becomes Antiochus the fourth of Epiphanes. Der Vater stirbt und dann kommt Antiochus der Vierte auf den Thron. Antiochus Epiphanes. And he seizes the throne. Und er übernimmt den Thron. Antiochus war der Sohn von Ist Antiochus Epiphanes now the son of Antiochus the Great? Yeah, he's the son. And he's the person who we're kind of focusing on. Und er ist die Person, auf die wir uns jetzt hauptsächlich beziehen und auf die wir schauen. Because he's involved in terrible things with the Jewish people. Denn er ist in schlimmen Dingen im Gegensatz zu den Juden involviert. So Palestine has been conquered, Palästina wurde erobert and Antiochus
Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes.